Wir sind auf der Boot in Düsseldorf und heute werden wir euch mal die schönsten und teuersten Boote hier auf der Messe vorstellen. Wir sind in Halle Nummer 6 und das ist die Premium-Boothalle. Wir haben hier schon mal alles klar gemacht auf dem Stand von Sunseeker und ich bin mal sehr gespannt, was mich gleich erwartet. Das Boot werden wir uns jetzt mal anschauen, das erste Boot. Ich musste extra so umlaufen, damit wir das mal komplett draufkriegen. Von der Länge, Breite, Höhe, all das könnt ihr nochmal in den technischen Daten nachlesen. Es geht mir jetzt nur mal um praktisch eine kleine Roomtour in dem Boot, um mal zu zeigen, wie das Ganze beschaffen ist, wie es aussieht. Es ist ein richtiges Haus für bestimmt 20, 30 Personen, so wie das Ganze aussieht. Ja, Sunseeker. Wir bekommen heute noch ein Interview mit den Chefs von Sunseeker, die uns ein bisschen was erzählen werden, auf Deutsch auch noch im Vertrieb über diese Luxusjachten, die hier in Halle Nummer 6 stehen und für euch exklusiv große Roomtour von solchen Booten. Ja, normalerweise sieht man sie nur im Wasser und kann sie nicht betreten, weil die Eigner natürlich kein Interesse haben, große Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber hier auf der Messe, da stehen die einfach so rum und wenn man nett fragt, dann kommt man auch rein. Wir als Presse natürlich haben es ein bisschen einfacher. Wir kriegen den Zugang und können dann für euch berichten. Ja, so sehen solche Boote aus. Das ist jetzt ein kleineres Ocean 90, die da ist. Und ich bin schon echt gespannt. Es ist so riesig, dass man wirklich ein bisschen laufen muss, um es einfach mal zum Runden. Es sind die größten, aber es geht noch viel größer hier. Und wie die hier reingekommen sind, das ist wirklich ein absolutes Wunder. Ich denke mal, die sind hier selber gefahren. Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Aber das werden wir auch heute mal von Pressesprechern erfahren, weil das sind quasi riesige Häuser, die hier einfach in die Hallen reingefahren worden sind. Und die Messe Düsseldorf veranstaltet ja die größte Bootmesse der Welt, schon seit einigen Jahren. Und ja, die kennen sich damit aus. Also irgendwie sind sie reingekommen, wenn man auch noch sieht, dass sie hier auf dem Millimeter genau auch noch eingeparkt haben, hier vorne zu sehen sind und das Ganze ja auch noch ein bisschen wiegt. Dann ja, kann man verstehen, was das für ein Aufwand ist, hier für die Industrie hier wirklich reinzugehen und alles zu präsentieren. Das ist der Stand von Sunseeker. Boot für Boot werden wir uns mal durcharbeiten und das ist auch der Grund, warum die Halle hier so groß ist, damit die Boote hier reinpassen. Und wenn man überlegt, dass oben auf der Empore auch nochmal Boote stehen und das Ganze auch nochmal ein bisschen angeliftet ist, dann frage ich mich, wann haben die hier angefangen, diesen Stand hier zu bauen? So, wir dürfen rein. Hallo, guten Morgen. Tolle Frauen sind auch hier und Männer, die das Ganze hier bewerkstelligen. Excuse me. Und wir gehen langsam mal auf den Stand rein und direkt mal hoch. Da kann man nämlich von oben einen etwas anderen, besseren Ausblick. Ja, Sunseeker, Riesenauswahl, ein toller Brand, den man natürlich kennt. Und nur ich bin wieder mal so unwissend. Ich zeige euch mal gerade, wie ich aussehe heute Morgen. Guten Morgen, da sind wir, Düsseldorf, Berichterstattung für euch. Kleines Sennheiser-Mikro heute an, damit ich auch die Hände frei habe und die eine oder andere Sache auch nochmal aufmachen kann. Und ja, das Headset hier mit dabei, damit ich euch höre. Das Ganze ist komplett abgeschlossen. Großer In-Ear und zwar ein bisschen was erfahren hier. Da steht's 90 Ocean. Gucken, ob das stimmt. Wie komme ich jetzt dahin? Das muss ich mal gerade überlegen. Man geht hier rum. Spannend. Das erste Mal kommt man wahrscheinlich hier irgendwie rein. So, hier ist eine Tür. Die ist offen. Da gehen wir jetzt mal durch und schauen uns das Boot mal an. Also ein riesen Messestand hier, wenn hier steht. Das Ganze beobachtet, ist natürlich nicht offen. Man hat vorne eine kleine Anmeldung mit dabei und da öffnen sich die Superjachten hier in Halle Nummer 6.
90 Ocean, korrekt. So, die Länge über alles knapp 30 Meter. Und 7,16 Meter. 4 Schlafzimmer und noch jede Menge Platz für Gäste und. 4000 PS, 27 Knoten und eine Reichweite von 1800 nautischen Meilen. 90 Ocean. Das ist das Sonnendeck. Und hier liegen schon die ersten Spielzeuge. Ja, wir werden das jetzt mal erfahren. Also für Newbies wie mich gibt es dann gleich nochmal eine Rundführung, wo wir 1000 Fragen stellen können. Unter anderem, was ist das hier? Ganz klar, das ist ein Grill, der außen da ist. Ist ja natürlich hier viel auch mit Strom unterwegs. Man kann alles hier kochen, grillen. Meistens noch Besatzungsmitglieder, Köche an Bord und eine eigene Crew, die das Schiff braucht, damit es betrieben werden kann, die dann auch in anderen Bereichen drin sind. Hier sieht man auch direkt eine Lounge-Funktion an allen Ecken und ein großes Sonnendeck hier unten, wo man dann ins Wasser gehen kann. Oft können die dann auch noch abgelassen werden. All das werden wir in anderen Booten erfahren. Hier jetzt erstmal eine kleine Roomtour in diesem wunderschönen Boot. So, eine Sonnenliege. Ich glaube, wenn Sandra gleich kommt, das wird auf jeden Fall lustig, wenn wir zusammen die großen Boote erfahren werden. Und dann ein Schlafzimmer außenrum. Man kann gehen, können das mal gerade machen, dass wir außenrum einfach mal hier entlang gehen, um das zu erfahren. Die meisten stehen ja in Häfen. Wir haben ja gefilmt das letzte Mal in Monaco, wo ich erfahren habe, da liegt man beim Tagespreis von 100.000 Euro, je nach Yachtlänge. Hier ist das Sonnendeck vorne im Bug. Und das war übrigens die Situation, wo ich gerade eben unten stand, hier auf der Messe. Man hat hier natürlich einen schönen Ausblick. Und den gleichen Ausblick hat man natürlich, egal wo man steht, dann später in den Häfen dieser Welt. Der Anker. Es dürfen gleich 2 sein. Wie gesagt, wir kriegen Spezialisten, wenn ich jetzt beschwert und sagt, hier, ihr habt ja keine Ahnung vom Booten, die sich ändern. Ich bin natürlich, habe ich eine ganz, ganz große Lernkurve, die ich wirklich hier bereit bin, dann auch mir anzueignen über das Thema Schifffahrtstechnik. Das erste Mal, dass ich hier bin. 2 Jahre lang gab es ja auch kein Boot. Sonst wäre ich bestimmt schon früher hier gewesen, denn das Ganze ist ja letztendlich auch ein kleines Wohnmobil auf dem Wasser. Hier vielleicht ein bisschen größer, wie man das Ganze sieht. Mit Isotherm hier unten drin. Überall hat man natürlich auch Kühlschränke oder Kühlboxen, die man einfach ausziehen kann. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Und da ist eine Kühlschublade mit drin. Man kann es gefrieren für Eiswürfel. Man will ja auch hier ordentlich dann auch bedient werden. Und da vorne einer der Steuerstände. Davon gibt es insgesamt 2, denke ich. Und natürlich auch die Möglichkeit, überall seine Getränke abzustellen und das auch noch zu sichern. Aber ich denke, es wird ganz schön im Wasser liegen bei dem Gewicht hier. So, von der anderen Seite mal. Und natürlich sehr, sehr windschnittig hier. Wenn ich mal schaue, also wie stark auch hier die Scheibenwischer sind. Es erinnert mich natürlich eher an die Kategorie Reisebus mal 2. Also man kann jetten von einem Yachthafen zum anderen, hat dann natürlich hier auch nochmal jede Menge Stauräume.
Gucken, ob ich das kann. Einmal öffnen. Wo man dann mal einige Sachen unterbringen kann. Auflagen. Was auch immer. Es riecht nach GFK. Und auch die Federn sind so stark, ich kriege sie mit einer Hand fast nicht mehr runtergedrückt. Also ja, GFK. Das ist GFK pur. Und hier oben, wir gehen aber gleich mal rein. Dann werden wir euch das ganze Schiff mal von oben bis unten zeigen. Hier in Halle Nummer 6 auf der Boot in Düsseldorf. Kommt selber vorbei. Und ich glaube, wenn man hier lieb fragt, dann darf man auch rein. Sunseeker. Unten, da ist zum Beispiel ein Regenablauf drin, weil hier kann es ja auch mal rein regnen. Und ja, das hier ist mal schon ganz nett für den Anfang. Ich habe extra gesagt, komm, zeig mir mal das größte Boot. Das ist der Living Room mit Einbauküche, großem Sofa mit dabei. Guten Morgen. Und hier alles vom Feinsten. Das Ganze ist natürlich handgefertigt. Der Eigner selber kann alles bestimmen. Von der Sofafarbe bis hin zur Farbe der Decke, die indirekte Beleuchtung und. All das ist möglich. Und wenn man denn doch mal ein bisschen mehr Privacy haben möchte, dann gibt es hier diese wunderschönen Vorhänge, die hier eingearbeitet sind. Ihr merkt auch jetzt, es wird leiser hier drin. Die Entkopplung hier ist schon ziemlich gut. Dann gegenüber ein kleiner Fernseher. Das Ganze natürlich mit Steuerungstechnik hier versehen. Smart Home. Und einer großen Schiebetür, die jetzt arretiert ist. Und ohne Witz, wie von Geisterhand fährt hier drauf. Sie ist mehrteilig, zieht sich automatisch ein. Und das Sunseeker-Logo ist nochmal integriert hier drin. Das heißt, ich lifte hier nur ganz leicht an, schiebe sie rüber. Wow. So, Soundsystem natürlich auch mit eingebaut. Von Vima, dann ein Touchscreen, wo ich dann wahrscheinlich das Boot mal losfahren kann. Lobby, Lower Deck, Main Deck, Crew. Also ich kann das ganze Schiff hier über diese Steuerungstechnik bedienen. Und habe überall abgeschaltet. Mal gucken, ob ich nicht hier das ganze Schiff dann lahmlege. So. Drunter überall Staufächer. Multifunktionell. Sandra, du musst herkommen. Sie wird gegen 1:30 da sein. Das musst du gesehen haben. Das ist eine der aufregendsten Sachen überhaupt, in Luxusjachten mal ein bisschen spazieren zu gehen. Das Ganze hier kann man übrigens nochmal vereinzeln. Die Küche ist jetzt offen. Und man kann sie auch einfach schließen, indem man hier vorne nochmal dieses Türelement hier dann nochmal aktiviert, um dann diesen ganzen Raum hier nochmal mit einem Spiegel zu versehen, der dann den Raum nochmal komplett schließt. Also hier sieht man jetzt, wenn man jetzt drauf schaut, ist der Raum quasi optisch verdoppelt. Spiegel ist da, die Küche ist nicht mehr sichtbar. Aber zum Frühstücken macht das natürlich Sinn, kann man das Ganze hier dann aufschieben und hat dann die Küche geöffnet. Ja, multifunktionell sind auch die Steckdosen, das können wir gleich mal sehen. Also egal, wo ihr herkommt auf der Welt, diese Steckdose wird wahrscheinlich passen. Hier haben wir dann noch einen Miele Weinkühlschrank mit drin, eine Miele Kombi-Mikrowelle, wie soll es denn anders sein? Natürlich von Miele hier mit integriert. Ceran-Kochfelder und ein Backofen, wie zu Hause. Also Haushaltstechnik von Miele. Made in Germany, wahrscheinlich auch deswegen Miele, weil Miele alle Geräte nochmal auf Herz und Nieren bei jedem Ausgang prüft. Man will natürlich hier auch Technik haben, die immer funktioniert. Kleiner Kühlschrank. Wow, von der Firma Frigoboat Marine Refrigeration. Wie krass. Also richtig schön. Und natürlich auch mit
Eine Gefriereinheit hier unten drunter. Das Ganze hatte eher so Gastro-Qualität, die wir hier haben und erleben. Und das Ganze hier natürlich voraussichtlich zentral verriegelt. Jetzt hier nichts öffnen. Das könnte eine Spülmaschine sein. Korrekt. Und ein schönes, wow, das ist Naturstein, Kinder. Allein das Teil hier wiegt, denke ich mal, um die 12, 13 Kilo, wie du hier drauf hast. Es können nur 5 sein. Ja, die Lichtsteuerung geht auch über Taster. Das ist hier drin. Also es muss nicht immer dann das große Display sein. Auch Taster sind hier mit drin. Und das sind diese Multifunktionssteckdosen, die so gebaut sind, dass möglichst alle Stecker, die man hat, dann funktionieren und genutzt werden können. Kleine Tür hier. Schauen wir uns mal kurz an. Besonderes Highlight hier natürlich, alles ist hier nochmal bearbeitet und glitzert hier. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen beobachten. Allein die Türgriffe hier sind nochmal bearbeitet und es fühlt sich schon mal wahnsinnig toll an. Eine kleine Toilette. Please do not use. Das macht Sinn. Das Schiff ist wahrscheinlich nagelneu. Eine Tecma-Toilette von Ted Ford. Und ein Laufen-Waschbecken. Hier drin natürlich Lemon Verde. Das sieht man hier nochmal mit drin. Es riecht hier nach Limonen. Und man hat hier nochmal Plisses mit drin. Kann sich nochmal hier verdunkeln, zumachen und so weiter. Aber das ist für ein Gästeklo ja gar nicht schlecht, wenn ich mal kurz auf Toilette muss. Dann kann ich mich hier vorne vereinzeln. Wenn ich also Lust habe, mal ein bisschen zuzuschauen, wie das Schiff dann auch gesteuert wird, kann ich mich hier hinsetzen, das Ganze genießen. Und auch hier oben alles mit Alcantara. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mikrofaserstoff, der hier oben drin ist. Großes Sofa auf der Seite. Das ist die Sitzgruppe hier drin. Und überall USB-Steckdosen unten drunter, damit man auch das Laptop einstecken kann und auch mal was arbeiten kann. Das ist der Steuerstand. Und Simrad. All das werde ich mal mit den anderen Leuten ein bisschen erfahren, wie es funktioniert. Aber wie es gebootet wird, das weiß ich jetzt schon mal. Turn it on. Was da alles so eingebaut ist, Kinder, das weiß ich nicht. Das werden wir in den nächsten Videos erfahren. Da bekommen wir dann auch noch mehr Informationen. Da ist der Kompass. Das wichtigste Teil natürlich analog. Adventure starts here. NSO Evo 3S und das Ganze mal 2. Wahrscheinlich wie im Cockpit kann ich hier verschiedene Aufgaben verteilen. Und es ist redundant. Und ja, hier sind Außenleuchten, Batterie, DC Power, die ich mir anzeigen lassen kann. Und es ist wirklich intuitiv. Man muss also hier gar nicht so viel wissen. Wahrscheinlich ist das das Hauptmenü. Da hast du hier die Ladegeräte mit drin. Domestic Power, 27 Volt. Steht wahrscheinlich hier auf 24 Volt das ganze System. Und hat natürlich jede Menge Freshwater, 960 Liter Wasser, also rund 2000 Liter. Gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, das Ganze dann aufzuarbeiten. Und hier haben wir so einen Demo-Modus, wo man auch ein bisschen was sehen kann. Das ist die Tiefe. Wir fahren jetzt gerade. Hier vorne kommt dann schon die ersten. Wow! Wie cool! Und hier siehst du dann alles wahrscheinlich, wenn du fährst. Und ja, zum Navigieren nicht nur GPS, sondern Radar obendrauf. Alles, was das Herz begehrt. Was ich gelernt habe, es gibt Transponder. Damit kann man dann sich sichtbar machen mit den GPS-Signalen, sodass andere Schiffe das auch sehen kann. Das kann man ja, hat man ja vielleicht erfahren, also von Elon Musk, der sein Boot dann letztendlich, nicht das Boot, das Flugzeug konnte man die ganze Zeit sehen. Das hat ihm dann nicht so gut gefallen. Auch die Luftausströmer, hier braucht man natürlich auch gutes Klima. Man hat hier USB-drahtlose Ladestationen hier mit eingebaut und hier sieht man einen tiefen Sonar.
wo man genau also sehen kann, okay, was ist denn unter mir drunter? Wichtigstes Teil natürlich, das, jetzt mal gucken, ob ich nichts Falsches sage, das könnte wahrscheinlich der Gashebel sein. Und hier hat man ja diverse Bug- und Heckstrahlruder, die man dann einstellen kann. Also hier sieht man auch, was einen wahrscheinlich erwartet, damit man ja unter dem Schiff nichts zufälligerweise trifft. Ein Blick hier nochmal auf die Sitzgruppe auf der Seite. Überall hier habe ich dann nochmal große Fenster mit drin. Und ja, das sind die beiden Steuerstände, die man übrigens auch höhenverstellbaren kann. Hier sind also ganz, ganz viele Einstellmöglichkeiten, sodass ich diesen Sitz dann auch manipulieren kann in jegliche Richtung. Also rauf, runter, vor, zurück. Denn auch etwas kleinere Personen müssen natürlich rausschauen können. Es gibt überall Kameras mit drin. Also das ist das System mit Autopilot. Dann geht es hier nochmal ein bisschen runter. Da gehen wir mal hin und begeben uns ins Upper Deck. Ja, da kann ich dann meine Memoiren schreiben. Hier ist ein großer haushoher Spiegel. Guten Tag. Und wir kommen in ein Schlafzimmer. Please do not sit on the bed steht drauf. Nicht aufs Bett setzen. Sprache hier Englisch. Am Stand aber auch einige deutsche Verkäufer, mit denen wir heute Interviews machen. Ich bin gerade barfuß. Also nicht barfuß, sondern habe hier die Socken an. Und das Feeling hier auf dem Boden ist wirklich ganz soft. Also man gleitet hier auf dem Boden so richtig hin. Und hat also das Gefühl, ja, Luxus pur. Tolle Einrichtung, das mit dem Braun. Großer Fernseher hier mit eingebaut. Und das ist nochmal die Ecke, in der ich sitze. So, jetzt die Frage, was verbirgt sich hier hinter? Könnte es ein Schrank sein? Ist es zu? Oder ist von der anderen Seite dann nochmal was? Das könnte auch der Steuerstand sein. Vielleicht haben wir einen Pushlock hier drin. Ja. Boah, ich bin so gut. Da musst du aber erstmal drauf kommen, denn der Spiegel, da ist auch kein Punkt, wo man draufdrücken soll. Also hier habe ich nochmal einen Feuerlöscher und jede Menge Stauraum. Das Ganze natürlich flächenbündig innen beleuchtet. Hier ein kleiner Schalter mit drin, dass auch das Licht automatisch angeht. Und das mit einem kleinen Pushlock versehen. So, wenn ich dann hier liege, bin ich jetzt auf dem Bett drauf, dann schaue ich hier auf den Fernseher und kann dort Super RTL gucken. Oder Netflix oder Amazon Prime, was weiß ich auch immer. Und dank natürlich Elon Musk habe ich dann auch Internet erfahren. Kleines, aber feines Badezimmer mit einer ganz tollen indirekten Beleuchtung und einer Marmoroptik, die umwerfend ist. Ja, Festhangtoiletten, wo das Auge reicht. Auch ordentliche Scharniere hier überall eingebaut. Und da sieht man auch nochmal dieser Türgriff, der aus Edelstahl so irgendwie nochmal ausgefräst ist. Und dann habe ich hier nochmal eine Dusche, begehbar mit Ablauf und Echtglastüren hier auf der Seite und einer großen Regendusche mit drin, die richtig beeindruckend ist. Total schön. Also, da sieht man es hier an der Seite. Duschthermostate mit eingebaut und viel Platz. So. Ich gehe nochmal raus. Und an den Steuerstand. Der ist hier. Es gibt noch ein Stockwerk drüber. Das ist da. Und was ich auch bei anderen Yachten gelernt habe, ist, dass die Crew meistens so versteckt ist, sogar mit versteckten Türen teilweise, dass ich irgendwie Bedenken habe, die überhaupt zu finden. Das werden wir jetzt mal hier auf der großen Roomtour auf der Sunseeker 90 jetzt mal selber erfahren und erleben.
Kann man hier irgendwas drücken? Ich bin schon ganz vorsichtig. Die Muster übrigens wiederholen sich nochmal. Also hier oben an der Decke hast du Muster und an der Seite hast du die Muster und die werden hier nochmal wiederholt. Das Ganze hier, boah, von der Haptik her ist das, guck mal, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist so ein richtiges Relief mit drauf. Total schön gemacht. Und hier habe ich jetzt nochmal ein Doppelzimmer, eine Doppelkabine. Stehhöhe hier oben, ich bin jetzt 1,83, ungefähr fast 2 Meter. Hier habe ich dann, wow, nochmal ein Schlafzimmer mit einem großen Queensbett und natürlich einem verspiegelten Fernseher. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Gesehen habe ich schon mal, aber hier an einem Boot natürlich ist das unerreicht. Auf der rechten Seite eine kleine Sitzgruppe, kann ich mich hinsetzen, könnte auch privat frühstücken hier oben. Alles auch sehr schön eingerichtet. Hier nochmal Lampen mit drin und ja, dieser verspiegelte Fernseher. Hallo und herzlich willkommen. Hier stehe ich. Das ist krass, guck mal hier, der Fernseher. Du bist voll hier gespiegelt in dem Fernseher und kannst dich dann sehen. Und das ist ja, das ist Setup, da sieht man sehr schön. Also das sind die In-Ears, die neuen, die ich bekommen habe. Und mein neues Mikrofon von Sennheiser, das wirklich vom Klang her, ich bin ganz beeindruckt. Also liebe Sennheiser-Leute, ein Richtmikrofon als Bügelmikrofon. Sowas habe ich mir immer mal gewünscht und dafür haben wir jetzt mal 2 Stück gekauft und der Sound ist wirklich genial. Vorteil ist hier, alle Störgeräusche werden ausgeblendet, merkt ihr jetzt zwar nicht, aber ich kann damit auch bei voller Lautstärke auf der Messe moderieren. Und das habe ich hier natürlich nicht. Hier ist alles ganz, ganz ruhig. Also verschiedene Lichtszenarien kann ich hier auf Stationstasten drücken und habe über dann nochmal Zugang zum Bussystem hier drin. Und dann das Badezimmer mit der gleichen Optik, Marmor. Jetzt muss ich mal überlegen, ist es Optik oder ist es echt? Nein, es geht ja heute vieles, aber es könnte echt sein. Villeroy & Boch, die Hähne werden so bedient. Überall Spiegel. Alles ist hier verspiegelt, das heißt, ich kann mich hier komplett sehen und habe natürlich jede Menge Stauraum hier mit eingebaut. Gucken, ob da Pushlocks drin sind oder ob das zentral verriegelt ist. Das werden wir nochmal erfahren. Ja, wir kriegen eine ganz große geführte Roomtour hier. Da werden wir mal die Details mal erleben hier von dem Boot. Und Land and Water, alles riecht hier auch richtig lecker. Das ist schon mir hier eingestellt und überall die gleichen Armaturen von Axor. Also falls sich mal einer fragt, was ist das hier? Axor heißt die Firma und die macht solche Multifunktionseinstellungen. Muss ja nicht immer groß sein. Das Ganze hier aus Echtglas. Sieht man also sehr schön, wenn ich hier zumache. Allein der Platz, den ich hier habe. Also ich stehe jetzt hier drin und hier könnten 3 oder 4 Personen richtig duschen. Und die Ablage. Also so ein Bad, ja, das könnte ich mir auch vorstellen zu Hause. Oben drüber die Decke Hochglanz, das führt natürlich zu einem Art Affinity-Effekt. Du hast also überhaupt nicht das Gefühl bei diesen weißen Hochglanzdecken, dass der Raum irgendwie endet. Sondern er ist gerade im Bereich Hochglanz, führt das dazu, dass die Räume unendlich groß und schön werden. Der Schreibtisch. Und hier sieht man handgefertigt mit Spiegel. Das ist kein Schreibtisch, Kinder. Das ist ein Schminktisch. Und hier kann ich wahrscheinlich alle Schminkutensilien reinmachen. Hier kann ich meinen Schmuck unterbringen. Und habe hier wirklich dann viel Platz, um meine tollen Uhren und alles dann zu platzieren. Natürlich mit Soft Close. Und linke Seite den Kleiderschränken.
großer Spiegel. Das dürfte die Rückseite von der Dusche sein. Also was hier auffällt, ist, es ist extrem leise. Das könnt ihr ja hören. Hier hat man Magnethalterung mit drin und so, jetzt passt mal auf, was ich gerade sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scharniere. Alle so groß, dass sie wahrscheinlich Türen halten könnten, die noch 10-mal so groß sind. Aber das schafft Vertrauen. Und dann hast du hier eine Emergency Escape Hatch. Hier kann ich wahrscheinlich raus aus dem Zimmer, falls mal irgendwas passieren sollte. Und da sind Pushlocks mit drin, also nochmal große Schubladen hier mit eingebaut, die ich dann richtig verriegele. Oh, jetzt brauche ich schon eine Anleitung, wie man Schubladen zumacht. Mal gucken. Lass die mal offen. Okay, das Ganze wird hier Magnet gehalten. Man muss ein bisschen fester ziehen. Das Ganze soll ja auch nicht während der Fahrt irgendwie aufgehen. Hier habe ich dann nochmal einen großen Kleiderschrank für hängende Kleidung hier eingebaut. Und natürlich, wie sollte es anders sein, auf der Seite nochmal Dometic-Tresor mit drin. Hier ist ein, ist das ein DVD-Player? Könnte sein. Wer das denn noch haben möchte. Und ja, großes Kleiderschränkchen auf der Seite. Ich blicke nochmal in den Raum, linke Seite die Sitzgruppe, rechte Seite das Bett. Ihr könnt ja Standbilder reinmachen und das Ganze betrachten. Bed liners are kindly supplied by Heirlooms Limited. Aber jeder Zentimeter ist hier ausgenutzt. Hier überall Schränke für viel Kleidung. Das Ganze natürlich, hier sieht man sehr schön, hier nochmal mit kompletten Innenfurnieren. Alles soll und darf nicht wackeln. Deswegen hat man also alles nochmal beidseitig hier mit Magneten versehen, die dafür sorgen, dass diese Türen auch wirklich fest und sicher verschlossen werden. Also viele Kleiderschränke, Spiegel. Der ist hier, auch hier könnte es sein oder auch nicht. Nein. Dass der zu öffnen ist, wir blicken mal hier rum. Nein, hier ist nichts dahinter. Doppelbett. Auf der Seite, Bettmaß hier, ja, 80 cm, 90 cm mal 2 Meter ungefähr, mit jeweils auch hier wieder Steckdosen, USB hier drunter. Und 2 süßen Nachtschränkchen. Was natürlich auch richtig toll wirkt, ist hier diese Optik hier von den Stoffen, die verwendet worden sind. Fenster, soweit das Auge reicht, mit Plisses, die ja einfach hier rauf und runter gezogen werden können. Hier sieht man es eigentlich ganz schön. Und natürlich ein dezenter kleiner Fernseher in jedem Raum drin. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das dürften so 70 Zoll sein, die hier drin sind, von Samsung aus Südkorea. So, gehen um die Ecke. Auch hier das obligatorische Badezimmer mit Dusche. Hier die Duscharmatur ein bisschen kleiner, die Dusche auch ein bisschen kleiner. Und was niemals fehlen darf, ist natürlich die Regendusche hier mit dabei. Villeroy Boch, Naturstein, Waschbecken und ein, ob das verschiebbar ist, haben wir dahingestellt, könnte sein. Ich will es aber jetzt mal nicht zu sehr bewegen. Und eine Tecma Toilette. Ich habe übrigens, das Einzige, was ich übrigens habe hier von diesem Schiff hier, ist die Tecma Toilette. Ich habe genau die gleiche. Wirklich genau die. Und das war es dann auch schon. Hier könnte man mal probieren. Auch hier haben schon andere übrigens probiert. Kann man den Schrank öffnen. Hier in dem Fall nicht, weil wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Schlafzimmer sein wird. Also Blick nochmal hier rein. Haus, mannshoher Spiegel auf der Seite, indirekte Beleuchtung an der Decke. Das Ganze wahrscheinlich dann auch dimmbar.
Können wir mal ausprobieren. Also hier hat man Lichtschalter. Alles, was man drücken kann, kann man meistens auch dimmen. Das können wir mal probieren, ob das hier so ist. Das ist auch der Fall. Jetzt ist dunkel und jetzt ist wieder hell. Also intuitiv. Ach, das ist freck. Guckt euch das mal an hier. Das hier, dachte ich mir, das ist so ein Leder. Ob es echt ist oder ein Imitat, das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. Da ist so eine ganz feine Lederstruktur mit drin. Und hier sieht man es also, wie fein die ist, wenn man den Schalter mal daneben hält. Und hier oben die ganze Decke ist auch beledert, komplett. So, das gleiche hier mit einem Queensbett. Statt der Einzelbetten die gleiche Ausstattung. Hier oben Hochglanzdecke. Und ein großer Samsung-Fernseher hier mit drin. Und ja, die Ausführung hier als Queensbett. Ja, soll mich mal einladen. Dann komme ich mal vorbei, mache mal großen Bericht über 6 Wochen Leben im Luxusschiff. Nee, habe ich eigentlich gar keine Zeit für, ganz ehrlich. Ich finde es richtig cool, aber ich denke mir, vielleicht haben die Eigner auch andere Sorgen. Denn wer sich sowas leisten kann, der arbeitet auch viel, hat auch viel zu tun. Ich habe schon viel zu tun und ja, es ist immer ein Für und Wider mit allen Dingen, wenn man erfolgreich ist. Kurz mal drunter schauen. Hier ist ein richtiges Lattenrost mit drunter und man hat natürlich nochmal einen Stauraum unterm Bett. Hier sieht man da sehr schön, hier unten ist alles mit Magneten ausgeführt, die, wenn die zufahren, die Tür auch offen bleibt. Man zieht sie leicht an und ich kann die Tür verriegeln. Ich überlege mal gerade, wie das funktioniert. Das ist ja spannend. Also ich kann sie auf jeden Fall zumachen und könnte gehen über oder auch nicht. Dass die jetzt nicht abschließbar ist. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also ob man das vielleicht, wenn sie zu ist. Nee. So, jetzt habe ich hier erstmal nichts mehr entdeckt. Jetzt gehen wir mal hoch und schauen uns mal. Das ist dann nochmal ein Blick hier aus dem unteren Bereich. Ich überlege mir gerade, wo die Crew denn jetzt schläft. Üblicherweise ist das nämlich immer versteckt, ein bisschen versteckelt und man kommt erstmal gar nicht drauf. Wir gehen oft von Seiteneingängen rein und also wenn es versteckt ist, habt ihr es gut gemacht. Ich habe es nämlich nicht gefunden. Wahrscheinlich gibt es hier auch nochmal so einen versteckten Raum, wo ich dann eine Art Panic Room bekomme. So, jetzt bin ich überfragt. Wie komme ich jetzt hier hoch? Lass mal überlegen, gibt es einen Aufzug? Wie kommt man hier hoch? Merkt ihr gerade? Wow! Ich hab's echt, Kinder, ich hab's echt nicht gesehen. Es ist, weil ich kam ja eben von der rechten Seite hier und ich hatte nicht gesehen, dass hier ein großer Aufgang ist, der natürlich beleuchtet ist. Teakholz hier unten. Und dann kommt man hier zum Upper Floor. Wahrscheinlich heißt das Sonnendeck. Also ich habe das gestern, habe ich schon erfahren, wie es heißt. Hier übrigens ein kleiner Fun-Fact, wenn man dann doch vielleicht mal ein Bacardi zu viel getrunken hat, kann man diese Tür auch schließen. Da ist sie mit drin. Flybridge heißt das hier. So, jetzt bin ich auf die Idee gekommen. Flybridge, als würde man fliegen auf der Titanic, die Flybridge. Und hier, ja, da kann ich ja noch mal ein paar Gäste empfangen. Habe einen tollen Ausblick nach hinten raus. Markise hier. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Sie ist schwarz mit schwarzen Trägern, damit das ja nicht auffällt.
die hier für die notwendige Beschattung sorgt und oben die Navigationseinrichtungen drauf sind wie Radar und GPS und Funk und. Und ja, das Flydeck in einer Größe wie mein ganzes Wohnzimmer. Ich glaube, es ist größer. Es ist so wie Wohnzimmer und Küche bei mir zusammen mit Sitzgelegenheiten hier locker mal für 10 Personen, die hier Platz nehmen können. Einem Raffrollo, einem kleinen. Ich zeige euch das mal gerade. Das ist hier oben drin. Damit kann man das öffnen und schließen. Und einer großen Bar mit Spüle. Alles Echtstein. Also das hier ist echter Stein. Das fühle ich jetzt schon. Also ich glaube nicht. Könnte aber auch eine Mischung aus Kunststoff und Naturstein sein. So, kurz mal schauen. Hier kann man öffnen. Hier sind Kühlschränke drin. Auch hier habe ich gelernt, beherzt ziehen. Dann kommt man rein. Und alles hat dann nochmal extra Sicherungen mit drin. Also hier habe ich Kühlmöglichkeiten ohne Ende. Hier auch nochmal von Hoshizaki. Das dürfte ein Kühlschrank sein. Wahrscheinlich für Eiswürfel. Schaut mal hier, ein Eiswürfelbereiter. Ich glaube, von dem Boot werde ich ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht kaufe ich mir einen Eiswürfelbereiter von Hoshitaki. So, Steuerstand hier. Natürlich auch mit den gleichen Steuerelementen hier nochmal. Ich habe das gleiche wie unten. Und all das werden wir uns mal von den Profis mal vielleicht beispielshaft an einem Schiff erklären lassen. Aber hier muss ich schon sagen, würde ich jetzt mal so nehmen, wie es hier ist. Also auch die Farben, da würde ich jetzt auch nicht groß diskutieren. Das ist perfekt zusammengestellt. Überall hast du so kleine Details, wie hier nochmal Kühlschränke drin. Kühlschubladen, wo man dann Dinge kühlen kann. So, Blick von hier, Flybridge nach oben. Hier hat man ein kleines Lümmelsofa mit Ausblick. Ich blicke gerade leider in die falsche Richtung. Und auch das Ganze hier oben nochmal beledert. Alles kann verschlossen werden, zugemacht werden und mit einem schönen Teakholzboden versehen. Ein echter Hingucker. Schick. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, was sie kostet, aber das werde ich auch nochmal rauskriegen. Auch hier schöne... Boah, sind die schwer. Frage ist, kann man die einfach aufmachen? Wahrscheinlich nicht, weil dort eine Unterkonstruktion wahrscheinlich erstmal gezogen werden muss. Ja, die ist hier drunter. Die ziehst du raus und dann kann man diesen Tisch hier prima erweitern und ja, hat dann einen Esstisch für ein paar Personen mehr. Zur Seite, was ist das hier? Nochmal großer Schrank. Und Platz für was auch immer. Blick von hier auf das Flydeck. Und es ist wirklich so, als würdest du fliegen. Du siehst hier von dem ganzen Schiff nichts mehr. Du bist über dem Meer und blickst quasi Infinity. Und erst wenn man näher kommt, dann blickt man auf dieses vordere Deck, das Bugdeck, das Sonnendeck, wie auch immer man das nennt. Das werde ich noch erfahren. Ich bin ja total unbedarft. Immer wieder sieht man natürlich Wiederholungen dieses Designs, was hier vorne da ist. Und eine große Sache habe ich, glaube ich, noch nicht entdeckt. Guck mal hier, wie schön das hier oben steht. Das ist richtig schick. Das ist hier ist wahrscheinlich der Grill.
Frische Scampis auf dem Meer, frisch gegrillt. Ich bin beeindruckt. Ja, wo ist die Crew? Kinder, ihr habt das so gut versteckt, dass ich mich im Moment gar nicht mehr traue zu fragen. Aber das werde ich auch mal rauskriegen. Auch den Preis hier werde ich erfahren von diesem netten Schiff. Man hat ja hier an Bord spezielle Schuhe. Mal auch nicht rutsch, deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig gehen. Ich bin unten aber auch hier dieses Sonnendeck, wo wir begonnen haben, das ist sehr, sehr schick. So, wir gehen runter an Bord der Ocean 90 von Sunseeker. So sieht es dann aus. Do you know the boat? This boat? No, not really. Should we get somebody? Yeah, because I don't find the entries for the crew because they're so hidden that I didn't see them. Maybe there's someone who can show it to me. Because you don't want to see the crew when they're sleeping, so there must be somewhere far away. There are very small compartments. Okay. I remember from. Sie haben wahrscheinlich kleine. Ja, genau. Okay, du sprichst Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Super. Ist das schön hier auf dem Strand? Es gibt Schlimmeres, oder? Der Stand ist toll. Ich habe auch damals als Bootshostess hier gearbeitet. Also Ja. das ist schon Du siehst auch klasse aus. Ich sehe das hier mit dem Great Britain, wie es da ist. Auch dein Make-up ist perfekt. Wie lange hast du heute Morgen gebraucht? Hast du es selber gemacht? eine Stunde. Ja. Es sieht sensationell aus. Ich darf dich mal ganz kurz zeigen, ja? Ich habe selten so ein tolles Make-up gesehen wie du. Hallo. Do you speak German, English? English. Where is the crew hidden? Because I don't find any entries to the crew compartment. I don't know. I'm not with Sunseeker. Okay, excuse me. The person. Hallo. Deutsch, English? English. English. Hello. Where is the crew located? Because I don't find any entrance to the crew compartments. Can you show it to me? It's a beautiful boat. First, I did made a visit, but there are so many things to determine. So, jetzt zieht man ganz kurz die Schuhe aus. Leute sind unglaublich nett hier am Stand von Sunseeker. Und wie man jetzt zur Crew kommt, da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil ich das ganze Schiff hier erkundet habe, aber das habe ich nicht gefunden. So, es geht also linke Seite. No, really. It's so hidden that from the inside you don't see where they are going. Und jetzt geht es hier ein bisschen runter. Da ist die Crew. Wow, amazing. If you could come with me, please. So, ihr geht mal kurz gerade runter. Ich bin ein bisschen vorsichtig hier runter. Also darauf wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen, dass hier die Crew drin ist, hier unten. Wow. Amazing. Das heißt, hier unten sind die Waschmaschinen, the washing machines, the dryers. And but really, you have a lot of space here, or even for the crews. It's a big crew cabin. Yeah, and it's also the same style, not as luxury as upstairs, but really amazing. How many people are working here on the boat? About. How many people are working on the boat? Yeah, please. You mean salespeople? The crew, the amount of personnel here. Oh, up to 4. 4. Yeah. 4 people, and the captain is sleeping also here? Yes. Okay. So it's all together. So you can operate the whole boat with 4 people. That's Yeah. yeah. Is there a chef normally on board? Sometimes. Ja, also ab und zu ist mal ein Chefkoch. It's a sort of crossover size between. Also hier sind alle 4, das sind die Compartments für die Crew und das ist wirklich sehr, sehr schön.
What is the price approximately of this boat? What do you think? Should I guess? I don't know the price. You don't know. No. It's more than 30 million. Oh no. No. It's more like 7.5, 7.5 million. 8 maybe. Yeah. Okay, 7,5 Millionen. Yeah. I can get you a sales. No, it's okay. It's just to have an idea. So we are not because I thought the first time I was here it would be 30 million or something like this. If you've never been on a boat like this, then you get really surprised about the luxury that's on board here. Is this the biggest boat you have, or do you no? No, this is a 90, and we have a 100. Es gibt noch eine 100. At the show. Okay. We have a 116, 116. Okay, eine 160. 131. Okay. Yeah. Even much bigger than this one. Meter. But I think for the size, it's amazingly wide open. So you have a lot of space there. For its length. For its length, very, yeah. Very big volume inside. I'm really astonished. Thank you so much. And through here is The machine? Wow, let's go inside. Wow. Please don't lock the door after me, because I would never find out. But you can even open the door from inside. Yes. Yeah. Okay, that helps. So MAN, Maschinen sind drin. What is the power of this boat? What does it have? They're 2,000 horsepower each, so it's 4,000. 4000 PS hat jeder. Und hier sieht man also die ganze Technik mit allem drum und dran. But you don't smell anything. It's so... I love this boat. And when I'm ordering the boat, how long do I wait for it? The end of 2025. 2025. So 2 years, about 2 years. Okay. So all the ventilation and the AC systems are in this room here. Yeah. The main. There's some localized AC units in the accommodation as well, but most of the big machinery. And these are here the power generators here on the right side. Yeah. Okay. And the stabilizer. What's this here? A stabilizer. What does it do? It's for stabilizing the boat. It's to stop the boat rolling at anchor. Okay. So when you're at anchor Yeah. and you want to be Okay. still, Yeah. then the stabilizers. Also der Stabilisierer ist dafür da, wenn man am Anker liegt, ja, dass man also hier dafür sorgen kann, dass das Boot auf keinen Fall sich hin und her bewegt. Also das ist wirklich richtig klasse. So, we get out. Thank you so much. What is your name, please? My name is Ewan Foster. Ewan Forster. I like this boat. It's small, but it's really, it has a big heart, I think. Even all the fabrics, and I touched the leather. And did you see the mirror on the television in the master bedroom? Yeah. Have you been on the 88 yet? No, it's here. Yeah. Okay, so this is an ocean, so this has a more explorer feel, ja. and the 88 is a similar size, but more of a traditional. Also er sagt, die 88 ist also mehr so traditionell, dass hier, this is the design here is very new, it's very stylish, and not everyone likes this. Some people. So the ocean range is a new range for us. Okay. And we decided instead of replacing let's say the 88 with this boat, we kept them together, two parallel ranges. But one is more traditional yacht, and this one is more explorer. And the two ranges exist very well together. If you don't like this style, you can have you get the other one. So you can choose also every color, fabrics, leather, everything is choosable. pretty much everything. Okay, pretty much everything, sagt er. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind bei Sunseeker. Ihr habt alles gesehen, jetzt sogar die Crew. Und das ist natürlich, I like the design of the lights here, and everything is it's so amazing. And there are a lot of other companies. So Sunseeker is a love brand, you think? Is a love brand, you say on Instagram. If there's a brand where people love the brand, it's like very search Nike shoes or something like this. It's been that way for 35 years. Maybe.
Also es war schon immer so. Wir gucken uns das Ganze mal an. Thank you so much. Bye bye. You're welcome. Thank you. So, hier auf der Boot 2023. Wir sind auf dem Stand von Sunseeker und hier ist sie, die Ocean 90 für euch. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Also bitte, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin solche Berichte machen, drückt die Abo-Taste. Nur 3% von euch abonnieren. Und wir haben über 9 Millionen Zuschauer, aber nur 3% drücken die Abo-Taste. Warum, weiß ich nicht. Andere Kanäle haben, ich weiß nicht, 2 Millionen Zuschauer und da abonnieren alle. Aber ihr müsst es mal suchen. Meldet euch an, abonniert. Es kostet keinen Cent. Ihr habt keinen Nachteil dadurch. Drückt bitte die Abo-Taste. Ist ganz, ganz wichtig für uns. Danke fürs Einschalten. Tschüss.